So Leute, im Ernst, habt ihr euch damit abgefunden, dass eure Träume Träume bleiben? Seid ihr jetzt so um die 40 und habt ihr euch die Flausen im Kopf irgendwann austreiben lassen? Denkt ihr, dass ihr irgendwann aus den Illusionen aufgewacht und endlich in der bitteren Realität eures Lebens angekommen seid? Falsch! Ihr habt aufgegeben. Ihr habt euch runterziehen lassen. Ihr habt euch selbst klein gemacht. Und dann wart ihr erstmal eine Zeit so richtig am Boden. Und ihr habt euch mühsam wieder aufgerichtet und seid weitergegangen auf eurem desillusionierten Lebensweg. Nur leider, ihr seid jetzt nicht da, wo ihr eigentlich hin wolltet, an eurem früher mal erträumten Ziel, oder? Und ihr bewegt euch auch nicht auf dieses Ziel zu. Sehe ich das richtig? Wenn ihr ehrlich seid. Leute, ich war auch mal ganz unten, aber in eben dieser Phase, bei meiner Scheidung vor vielen Jahren, habe ich überhaupt erst mal damit angefangen, meinen Weg zu finden. Und ich bin ihn dann gegangen. Und mein Traum ist Realität geworden. Und das wurde mir nie so klar wie an diesem Nachmittag im Mai 2019. Ich werde diesen Moment nie vergessen, als ich im grauen, verregneten Köln von meinem Arbeitstag als Berater nach Hause lief. Und mein Zuhause war ein Hotel. Ich lief über eine Autobahnbrücke, in die man eine Anschlussstelle integriert hatte. Die Autos fuhren rings um mich rum, hupend, alle genervt vom Stau. Ein Fahrradfahrer wurde fast umgefahren, ein Streit entbrannte, lautstark wurde rumgepöbelt. Vor allem, es wurde nicht weitergefahren, ein Hupkonzert. Zwei Menschen in sturmdichter Funktionskleidung mit Backpacks auf dem Rücken liefen völlig unbeeindruckt über die verstopfte Straße. Jeder eine geöffnete Bierflasche als Wegspeisung in der Hand. Einer rotzte auf dem Boden, was bei dem anderen Heiterkeit auslöste. Ja, viele Menschen sind mit wenig zufrieden. Mein Blick war aber auf eine Litfaßsäule gerichtet. Sie zeigte eine Werbung, eine Frau in Badekleidung. Und nicht in den grauen, winddichten Alltagsklamotten. Die Frau in der Werbung war nicht genervt, sie lächelte. Ihr Gesicht, ihre Gestik signalisierte Entspannung, Freude, weit weg von Genöle und Gepöbel. Und im Hintergrund konnte man klar einen Strand erkennen, das Meer, den blauen Himmel. Da war kein Grau. Ich stand vor dieser Litfaßsäule. Ich fand es so krass, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich nahm mein iPhone und machte ein Foto. Ich wusste in dem Moment, das muss ich morgen Abend rumzeigen, wenn ich wieder zu Hause bin. In meinem wirklichen Zuhause, dort, wo ich 2 Jahre vorher hingezogen war, nach Mallorca. Dort, wo das real war, wo das normal war, was ich hier auf dem Plakat sah. Wo ich nur vor die Tür treten musste und dann das alles hatte. Aber an diesem Tag war ich nicht in meinem Homeoffice auf Mallorca, sondern beim Kunden in Deutschland. Und hier an dieser Ausfallstraße prallten diese beiden Realitäten wie nie zuvor zusammen. Auf nahezu 360 Grad alles grau und darin, obwohl ja die Szene überlebensgroß aufgezogen war, ein Plakat, das den Leuten die Illusion eines Tages am Strand verkaufen wollte. Den Traum, dass man sich mit diesem Bikini schon mal auf seinen Urlaub einstimmen kann. Aber keiner der Menschen um mich herum sah dieses Plakat, denn die Wirklichkeit war einfach zu bestimmend, zu erdrückend. Der Traum, den uns die Werbung suggerieren wollte, wurde nicht wahrgenommen. Und das erste Mal war mir klar, dass ich mit meiner Entscheidung, nach Mallorca zu ziehen, etwas verwirklicht habe, was für die allermeisten Menschen ein Traum ist. Ich habe es verwirklicht. Es ist meine Realität geworden. Und es ging so schnell. Im April 2017 hatte ich den Entschluss gefasst und schon ein halbes Jahr später unterschrieb ich meinen Mietvertrag für ein Dorfhaus in der Inselmitte. Ich habe nur 6 Monate gebraucht, um das zu arrangieren. Wie habe ich das gemacht? Und wie kannst du das auch, egal was dein Traum ist? Vielleicht träumst du ja den Traum Nummer 1, viel Geld zu haben. Da ist nichts Falsches dran. Und wer ein bisschen im Internet rumsucht, findet die belegte Geschichte von Jim Carrey und dem Scheck über 10 Millionen Dollar. Er erzählt darüber in mehreren Interviews, dass er mit 23 Jahren, als er noch völlig unbekannt und mittellos war, sich regelmäßig Tagträumen hingab, in denen er ein erfolgreicher Schauspieler ist.
Er war innerlich so davon überzeugt, dass er sich 1985 symbolisch einen Scheck über 10 Millionen Dollar ausstellte. Er datierte dieses Stück Papier 10 Jahre in die Zukunft und trug als Verwendungszweck ein Vergütung für Schauspielerei. Er hat diesen Scheck immer in seinem Portemonnaie mit sich rumgetragen. Und tatsächlich erhielt er 1994 eine Gage in Höhe von 10 Millionen Dollar für seine Hauptrolle in Dumm und Dümmer. Das war sogar nur 9 Jahre später. Ja, das ist eine schöne Geschichte von einem spinnerten Schauspieler, der ja mittlerweile komplett abgedreht ist. Der glaubt, dass wir alle in einer Simulation leben. Aber es gibt so viele Geschichten dieser Art von ganz normalen Menschen. Nehmen wir doch mal meine. Ich bin heute auf einem komplett anderen Level als vor 8 Jahren, als ich hierher kam. Ich fühle mich glücklich in meinem Job mit meiner Frau. Ich genieße hier die Sonne, die Menschen. Und weil meine Frau einen Foodblog mit über 100.000 Followern hat, werden wir von den besten Restaurants der Insel geliebt und umsorgt. Mein glückliches Leben ist meine neue Normalität geworden. Nur, wie kommt man auf diesen Level? Und kann man nicht ein paar Stufen überspringen? Das geht nicht. Wie in jedem Spiel musst du alle Level durchlaufen. Du kannst keinen auslassen. Aber wenn ich sage, ich gebe dir den Shortcut zu einem glücklichen Leben, dann meine ich, du kannst dumme Wiederholungen vermeiden, wo du immer auf Level 1 runterfällst. Du kannst unnötige Umwege vermeiden. Ich sage dir wie. Ich gebe dir sozusagen einen Walkthrough. Lass uns anfangen. Lass uns deinen Weg in dein Traumleben in 5 Schritte fassen. 5 mentale Werkzeuge, mit denen du deine Träume zur Realität werden lässt. Und das, indem wir Konzepte der Neurowissenschaften benutzen. Ich werde hier also nicht von so etwas wie Manifestieren reden. Erstens Klarheit. Werde dir klar, was du willst. In meinem Fall war das Ziel, auf Mallorca zu leben, so schnell wie möglich. Und möglich, das hieß für mich, da jetzt nicht hektisch und überstürzt von jetzt auf gleich hinzuziehen, sondern es so Schritt für Schritt umzusetzen, dass es sich für mich gut anfühlte. Und es war mir klar, dass ich keinen Zweitwohnsitz managen wollte, sondern meinen Lebensmittelpunkt komplett von Deutschland nach Mallorca verlegen wollte, mit allen Konsequenzen. Klare Verhältnisse. Ich wollte nicht mit einem Bein noch im alten Leben hängen. Und das hat mir letzten Endes auch geholfen. Ich konnte mich klar ausrichten. Und wenn man so wie ich viel gelesen hat über solche Dinge, das empfehlen auch alle. Sei so präzise wie möglich. Wenn du mehr Geld verdienen willst, dann schreib dir die exakte Summe hin und bis wann du sie haben willst. So wie Jim Carrey das getan hat. Ja, ich weiß schon, das hast du 1000-mal versucht und es hat nicht geklappt und es ist totaler Mumpitz. Ich verstehe das, aber es gibt eben halt auch noch mehr Schritte, mehr Werkzeuge als nur dieses erste. Du musst schon dranbleiben. Ich erkläre dir das. Wenn du dir das klar hinschreibst, dann richtet dich das klar aus. Und du hast diese Zahl, dieses Datum als Leitstern, an den du dich halten kannst, wenn es mal ganz dunkel ist. Das bringt uns auch schon zum zweiten Punkt. Glaube. Du musst daran glauben, dass es möglich ist. Und das hat sehr wenig mit den üblichen Büchern zur Wunscherfüllung aus der Räucherstäbchen-Ecke deiner Buchhandlung zu tun. Es kann nur funktionieren, wenn du daran glaubst. Warum das so ist? Stell dir einen Fußballspieler vor. Er will ein Tor machen. Wie macht er das? Er entscheidet sich, an welche Stelle der Ball reingehen soll. Die exakte Stelle. Er kann nicht bloß irgendwo auf das Tor schießen. Er braucht Klarheit, genau wie wir das in Schritt 1 gesagt haben. Jetzt sind wir aber schon bei Schritt 2, Glaube. Oder sagen wir doch Fokus. Der Spieler muss, wenn er schießt, sich komplett darauf fokussieren, muss all seine Kraft auf das Ziel ausrichten. Er muss überzeugt sein, dass er reingeht. Er muss den Ball vor seinem inneren Auge im Netz zappeln sehen. So berichten das jedenfalls Sportler immer wieder. Wenn er das nicht tut, wenn da Zweifel sind, wenn er daran denkt, dass er beim Training gestern nicht getroffen hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der blöde Ball daneben geht. Der Spieler muss also fest dran glauben. Ich erkläre es in anderen Worten. Nur wer glaubt oder
sagen wir, nur wer sich auf den Erfolg fokussiert, wer den Erfolg regelrecht erwartet, nur der kann sein Unbewusstes mit dem nötigen Nachdruck anweisen, alles zu tun, um diesen Wunsch Realität werden zu lassen. Denn das Bewusstsein des Spielers muss in diesem Moment die Kontrolle abgeben. Das Unterbewusste, das, was in dem Fall automatisch abläuft, weil es ja vorher wieder und wieder trainiert wurde, dieses unterbewusste Programm übernimmt dann die Verantwortung. Nur so trifft der Fuß des Spielers im richtigen Moment, im richtigen Winkel, mit der richtigen Geschwindigkeit den Ball, während der Spieler läuft und vielleicht auch noch einem Verteidiger ausweichen muss. So eine Denkleistung, eine derartige Berechnung kann das bewusste Gedächtnis nie im Leben leisten. Es muss unbewusst geschehen. Und was heißt das für dich? Du musst dich komplett auf dein Ziel ausrichten. Dann arbeitet dein Unbewusstes für dich und zwar im Hintergrund. Du wirst dir dadurch eine Nachricht, einen Artikel oder einen Post, den du sonst vielleicht weggescrollt hättest, näher ansehen. Dieses kleine Stück Information erregt aus dir unbekannten Gründen deine Aufmerksamkeit, ohne dass du dir da überhaupt darüber bewusst bist. Du schaust genau hin, weil dein Unterbewusstes darin eine Chance wittert oder eine Geschäftsidee erkennt. Ohne deine innerliche Ausrichtung wäre dir dieser Content aber gar nicht aufgefallen. Versteht ihr das? Wenn ihr euch auf ein spezifisches Ziel ausrichtet und daran glaubt, dass es möglich ist, habt ihr plötzlich eine Art Brille auf, die euch irrelevante Inhalte ausblendet und euch die Dinge, die für euch wichtig sein könnten, wie auf einem Silbertablett zeigt. Wir kommen so automatisch auf Punkt 3. Folge deinen Impulsen. Will sagen, wenn dir das Leben Chancen bietet, nimm sie an, denn du hast einen inneren Kompass eingebaut. Als ich für mich mein Ziel definiert hatte, nach Mallorca zu gehen und überzeugt war, dass ich mein Leben als Berater und Coach auch von dort aus führen konnte, das war ja weit vor der Pandemie. Ich wusste also, dass ich unter der Woche in Deutschland bei meinen Klienten und ich nur am Wochenende in meinem neuen Zuhause auf Mallorca sein konnte. Und ich bin trotzdem meinem Impuls gefolgt und mittlerweile ist Homeoffice normal geworden. Ich folge deswegen seit langer Zeit immer meinen Impulsen, weil ich weiß, dass sie aus dem Unterbewusstsein kommen, der größere Anteil von mir, der im Hintergrund alle Fäden zusammenhält. Das ist das emotionale Gehirn, das eben ganz schnell Assoziationen herstellen kann. Das schnelle Denken, wie es Nobelpreisträger Richard Kahneman in seinem Buch genannt hat. Die Prozesse, die dort ablaufen, greifen auf Informationen zurück, die dein rationales Gehirn nicht zur Verfügung hat oder nicht verarbeiten kann. Dieses logische, rationale, abwägende ist dein langsames Denken, was wir natürlich auch oft gut gebrauchen können. Aber es steht uns eben auch oft im Weg als Bedenkenträger vom Dienst. Und so kommen wir zu Punkt 4. Du musst lernen, zwei Arten von Gedanken, von Impulsen auseinanderzuhalten. Es gibt die positive, inspirierende Intuition, die dich auf deinem Weg voranbringt. Und es gibt die unbegründeten Bedenken, die dich nur aufhalten. Diese Unterscheidung ist extrem wichtig und nicht so ganz einfach. Das muss man üben. Du musst lernen, auf dein Unbewusstes zu hören, auf deine intuitive, emotionale Seite. Manche nennen es auch das, was von Herzen kommt. Manche nennen es die Seele, dein ewiger Teil. Aber halt, es geht auch ganz banal. Und das haben wir alle schon mal gehört. Das Bauchgefühl. Und viele Küchenpsychologen teilen Menschen in zwei Kategorien ein. Bauch- und Kopfmenschen. Die emotionalen und die rationalen. Aber wir haben ja beide Anteile in uns. Oder ja eigentlich drei. Aufpassen, es wird philosophisch. Wenn es heißt, dass für ein glückliches Leben die drei Elemente Körper, Geist und Seele im Einklang sein müssen, dann meint Geist eben das Rationale und Seele ist das Emotionale. Wir haben in Punkt 3 gesagt, dass du deiner Intuition folgen sollst. Das heißt zum Beispiel, mach diesen Anruf. Du denkst zum Beispiel immer wieder an deinen alten Kumpel. Du bist in freudiger Erwartung, was wohl aus ihm geworden ist, was er dir alles erzählen wird, wie er sich freuen wird über deinen Anruf. Ruf ihn an. Dein Unterbewusstes schubst dich ja geradezu dahin, weil es weiß, dass ihr beide in eurer
derzeitigen Lebensphase wahrscheinlich auf einer Wellenlänge seid. Du hast das an der Oberfläche vergessen, dein Unbewusstes, dein Langzeitspeicher aber nicht. Und der schickt dir einen Impuls, einen Gedanken, der wie aus dem Nichts zu kommen scheint. Und dieser Gedanke löst ein Lächeln bei dir aus. Dir gefällt diese Idee. Also folge dem Impuls und kein Aber. Es sei denn, ein Gedanke löst eben keine Freude bei dir aus, sondern vielleicht Schuldgefühle. Dann bitte folge dem Gedanken nicht, denn er ist kein positiver Impuls, sondern mit negativen Gedanken, mit Bedenken verknüpft. Noch ein Beispiel. Irgendjemand, den du kaum kennst, will dich zu einem Geschäft drängen. Innerlich gehen alle Alarmglocken bei dir an, weil der Typ irgendwie falsch, irgendwie schmierig rüberkommt. Dann um Himmels Willen, folge deiner Intuition und geh keine Geschäftsbeziehung mit ihm ein. Auch wenn dein rationaler Anteil sagt, die Zahlen sehen gut aus und was kann der Typ für sein komisches Gesicht? Pfeif an der Stelle auf die rationalen Zahlen. Hör auf deine Intuition. Wenn sich ein Impuls richtig anfühlt, mach es. Wenn ein aufkommender Gedanke nach deiner leicht übergriffigen Mutter klingt, hör nicht auf ihn. Dann kommt so ein Impuls nicht von deinem Herzen, sondern von deinem Bedenkenträger, deiner Vergangenheit. Ohne Witz, es ist super wichtig, das zu unterscheiden. Du musst das üben. Wenn du das schaffst, deine Intuition richtig einzusetzen, hast du deine Träume schon halb erreicht. 5. Du musst ins Handeln kommen. Wieder. Körper, Geist und Seele. Damit sich dein Traum in Realität verwandelt, kannst du nicht bloß Luftschlösser bauen. Es ist schön, genaue Vorstellungen, präzise, klare Ideen zu haben von deinem zukünftigen Leben. Das wäre der Geist. Es ist auch wichtig, sich emotional an dieses neue Leben ranzutasten, sich in Tagträumen zu ergehen, sich Symbole zu schaffen, wie zum Beispiel Jim Carrey. Das wäre also die Seele. Aber was ist der 3. Teil, der Körper? Du musst auch handeln wollen, umsetzen wollen. Die Gelegenheiten, die sich bieten, auch beim Schopfe packen, denn so wirst du zum Schöpfer. Du kannst nicht einfach nur zu Hause rumsitzen, meditieren und warten. Du musst aufstehen, rausgehen, tätig werden, inspiriert tätig werden. Ganz wichtig, nicht einfach in puren Aktionismus verfallen, sondern intuitiv fühlen, was der nächste Schritt ist. Auf eine Inspiration warten, die sich gut anfühlt. Fassen wir doch alles einmal so zusammen. Wenn du nur halbherzig dabei bist, wird das nichts. Und dein Traum wird ein Traum bleiben. Du musst aber ein Gleichgewicht finden. Zwar fokussiert und entschieden, aber nicht so extrem, dass du dabei total verkrampfst. Das sieht man auch oft beim Fußball. Wenn die Spieler eben versuchen, den Ball mit Gewalt reinzukloppen, dann funktioniert das nicht. Träume kann man nicht in die Realität zwingen. Und deswegen scheitern so viele daran, weil sie es mit Gewalt durchsetzen wollen, ohne dafür seelisch bereit zu sein. Das Unterbewusstsein arbeitet dann gegen dich statt für dich. Du stehst dir selbst im Weg. So, das ist jetzt schon ziemlich viel Inhalt und trotzdem haben wir noch nicht mal angefangen, dieses Thema zu durchdringen. Mein Ziel war es, euch neugierig zu machen auf das, was möglich ist. Und es ist möglich, dass deine Träume Realität werden. Ich bin sicher, wir werden uns noch häufig darüber unterhalten. Das geht natürlich nur, wenn du diesen Kanal hier likest und abonnierst. Dann wirst du auch in Zukunft noch mehr Content von mir sehen. So wie dieses Video hier. Und wenn du deinem Leben eine neue Richtung geben willst, dann trag dich auch unbedingt in meinen Newsletter ein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und denk dran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.